Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinneninitiative Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. An jedem Tag der Ausstellung lese ich vor einem ausgewählten Werk Ausschnitte aus meinem neuen Buch vor. Heute sitze ich neben einem Bild des italienischen Künstlers Schirò. Das Bild heißt Covid. Mein Buch trägt den Titel 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Taranto, Puglia, Mittwoch, 12. Dezember 2018. Noch diskutierend verlassen wir das Café und biegen in die Via Pisanelli ein, wo ich in der Galerie der Vereinigung CLAM International Cultura, Lingue, Arte, Musica, Haus Nummer 11, die Ausstellung eines zeitgenössischen Malers besuchen möchte. Enzo Ruggiero, ein erfahrener, technisch ungemein versierter und vielseitiger Künstler, lebt in Pulsano, nicht weit von unserem Haus in Lama entfernt. In seinen Bildern behandelt er vorrangig die Motive seiner Heimat Puglia, ihre Natur, Farben und Traditionen. Enzo empfängt uns herzlich und unterhält sich mit Uta, denn er spricht außer Italienisch keine weitere Sprache. Ich erfahre, dass er bevorzugt in Öltechnik malt und in Pulsano einen schönen Garten besitzt. Später gesellen sich weitere Mitglieder der Associazione CLAM International zu uns. Der Maler Schirò und der Plastiker und Dichter Piero Nardelli, beide die Herrscher über unbekannte und eigenständige Universen. Ich bin von ihren Arbeiten und Persönlichkeiten sofort begeistert. Aber auch mit Schirò und Piero fällt mir die Verständigung zunächst schwer. Endlich stößt die Präsidentin von CLAM, Francesca Di Ponzio, mit ihrem Ehemann Francesco Rizzo zu uns. Francesca arbeitet als Lehrerin für die englische Sprache. Von ihr erfahren wir mehr über die Werke der drei Künstler und werfen einen Blick in Prospekte und auf Postkarten. Piero Nardelli wurde in Taranto geboren, lebt hier und verdingt sich in der Altstadt als Kurator der kunsthistorischen Ausstellung des Arsenale Militare Marittimo. Als Plastiker arbeitet er seit seiner Jugend mit unterschiedlichen Materialien. Heute bevorzugt er Ton, erfindet Figuren, die seine Vision menschlicher Beziehungen beschreiben, in ironischer und oft dramatischer Form. Innerhalb seines umfangreichen Werkes konzentriert er sich auf die Interpretation des Weiblichen. Während Piero in der Konversation eher zurückhaltend auftritt, kommen wir Schirò schnell persönlich näher. Er erzählt von weiten Reisen und seinem Bedürfnis, stets aufbruchbereit zu sein. Immer einen gepackten Koffer unter dem Bett. Auch er lebt und arbeitet in seiner Geburtsstadt Taranto, seit Jahrzehnten schon als Plastiker und Maler. Uta ist begeistert von seiner Farbigkeit. Reine Farbtöne, ohne erkennbare Nuancen, flächig nebeneinander gesetzt. Das erinnert stark an Werke der Pop-Art. Mein Augenmerk dagegen liegt stärker auf seinen Bildinhalten. Schiròs Gemälde wirken auf mich wie kolorierte Zeichnungen, schematische Aufrisse zunächst, aufgeladen mit hoher Symbolkraft. In ihrer oft fremdartig wirkenden Kombinatorik folgt seine Technik den Grundsätzen des Surrealismus. Und hier erkenne ich spontan auch eine Nähe zu meinen eigenen Arbeiten. Lange Zeit bleiben wir in der Galerie und werden später auch in die Unterrichtsräume geführt, via Pisanelli, Haus Nummer 9. Die Associazione wurde von einer Gruppe von Freunden aus verschiedenen Ländern gegründet. Es geht dieser Vereinigung um die Entwicklung einer internationalen Haltung, die auf Wissen, Toleranz und Respekt gegenüber Individuen, Sprachen
und kulturellen Traditionen beruht. Um diesen Zielen näher zu kommen, organisiert das Clam-Zentrum eine Vielzahl an Angeboten. Zum Beispiel unterhält es eine internationale multimediale Bibliothek für Beratung und Ausleihe und bietet Treffen an zum Austausch von Ideen, Talenten und Erfahrungen in Bezug auf Kultur, Wirtschaft, Technologie und so weiter. Im Bereich Sprache organisiert Clam Übersetzungen und Dolmetschen für berufliche und kulturelle Zwecke, Sprachkurse in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch und Arabisch, Konversationsstunden und Klassen sowie internationale Themenpartys. Künstlerinnen präsentieren in den Räumen der Assoziation Workshops, Shows, Konzerte, Vorträge und Ausstellungen.